Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Folge schauen wir uns den Roborock Saros 10 mit Festwasseranschluss genauer an. Denn Roborock hat dieses Jahr 2 Top-Modelle auf den Markt geworfen. Und die große Frage ist, für welchen sollte man sich denn entscheiden? Denn die technischen Details sind nur Nuancen voneinander entfernt. Dieser Frage schaffe ich im Fazit Abhilfe, also das Fazit anschauen, lohnt sich wie immer. Der Saros 10 bringt eine 80 Grad Mobwäsche, ist mit 7,98 cm der flachste Roboter, wenn der Turm eingefahren ist, und ist mit 22 Kilopascal der derzeit saugstärkste Roboter auf dem Markt. Das sind nur einige wenige technische Highlights und Innovationen. Ob das reicht, um die Krone für sich zu beanspruchen, das schauen wir uns in diesem Video an. Und wenn ihr zukünftig solche Folgen, solchen Content nicht verpassen wollt, wisst, was zu tun ist, lasst einfach ein Abo da und bevor wir uns hier total verquatschen, Film ab! Nach dem Unboxing finden wir folgenden Lieferumfang vor. Wir bekommen unter anderem so eine Schnellstartanleitung auf Englisch, außerdem Papierkram wie eine zweigeteilte Bedienungsanleitung, Safety Guidelines und Certification und den legendären Pappaufsteller von Roborock, den ihr dann hier so auf die Station drauflegen könnt. Aber der ist nicht nur zum Spaß da, hier stehen auch die ganzen Sprachansagen, die ihr dann hier diesen Roboter zurufen könnt, aber die findet ihr auch später in der App, das zeige ich euch dann. Wir bekommen noch einmal den Roborock Saros 10, dann eine Station und eine Rampe. In diesem Fall ist das die Station mit dem Festwasseranschluss. Passend zur Station bekommen wir einmal ein Netzteil und ein Ersaubstaubbeutel. Ein Staubbeutel selbst ist bereits dort installiert, nur für euch zur Info. Als Zubehör zum Festwasseranschluss bekommen wir hier so eine Kupplung 1,5 Zoll auf 1,5 Zoll, wo ihr dann hier mit einem Kugelhahn die Wasserleitung davon anschließen könnt. Passend dazu dann Sicherung, zeige ich euch gleich, 2 Dichtungen, einmal mit Filter und einmal ohne, die Rohre für das saubere Wasser und für das Dreckwasser und einmal so eine Kabelummantelung, womit ihr das Ganze dann auch schützen könnt. Lasst uns kurz über das Festwasseranschlusssystem reden. Das Prinzip ist sowohl hier als auch dort und hier gleich. Und zwar werden die Rohre einfach reingesteckt. Danach nehmt ihr so eine Sicherung und klemmt das zwischen Metallteil und hier diesem Plastikteil. In dem Moment ist das gesichert. Warum ist das gesichert? Denn das Rohr kann ich abmachen, indem ich hier dagegen drücke und dann einfach rausziehe. Ups. Und das ist hier und auf der anderen Seite genau das gleiche Prinzip. Dann bekommt ihr von Roborock noch 2 Dichtungen. Einmal mit Filter und einmal ohne. Und wenn euer Wasser doch nicht sauber genug sein sollte, dann könnt ihr die Dichtung so rum einsetzen, runterdrücken und dann festschrauben. Das war's. Wenn ihr das angebracht habt, vergesst nicht, das Ganze auch zu öffnen. Ihr könnt auch hier durchschauen, um zu sehen, ob es wirklich offen ist. Aber wenn ihr das so anordnet, dann ist es auf jeden Fall offen und die Station bekommt hier Frischwasser. Und apropos Frischwasser, so erklärt sich auch, welches der 2 Kanäle hier für Frischwasser ist. Das dünnere ist für Frischwasser und das dickere hier für das Abwasser. Und das führt ihr dann dorthin, wo ihr das Abwasser entsorgen könnt und dann seid ihr auch hier mit dem Anschluss fertig. Und last but not least könnt ihr das Teil hier nehmen, um das dann um beide Rohre so zu umwickeln und dann habt ihr den Schutz auch schon angebracht. Werfen wir nun einen detaillierten Blick auf die Station vom Roborock Saros 10 und bevor wir hiermit beginnen, die Rampe, die macht ihr hier einfach hier vorne fest, damit der Roboter hier schön rein und rausfahren kann. Roborock hat hier eine dunkle Verspiegelung eingebaut. Meine Frau und mir gefällt das wirklich sehr gut, aber wenn hier mal Kinder oder Haustiere entlang gehen und es dann antatschen oder so, dann, wie ihr sehen könnt, sieht man das sehr schnell und muss es dann wieder sauber machen, damit es toll aussieht. Ihr seht schon, wenn man hier drauf drückt, dann geht hier diese Klappe auf und zu und wenn wir diese öffnen, dann haben wir auch hier den Zugang zum Staubbeutel. Einer wird direkt vom Werk aus mitgeliefert. Wenn ihr hier nach einer nachhaltigen Alternative sucht, schaut bei mir unten in der Beschreibungsbox vorbei. Rechts davon haben wir hier den Zugang zur Reinigungsmitteldosieranlage. Und das könnt ihr hier öffnen und Reinigungsmittel nachfüllen. Das Reinigungsmittel, das ihr hier reinfüllt, wird auf 2 Arten genutzt. Einmal, um die Vibrationsplatte zu reinigen und aber auch, um in den Wassertank mit einzufüllen, damit das beim Reinigen der Böden mitgenutzt wird. Wenn ihr auch hier nach einer nachhaltigen Alternative sucht, schaut bei mir in der Beschreibungsbox vorbei. Bewegen wir uns nun eine Etage tiefer und schauen uns hier mal die Verbesserungen an. Fangen wir mal mit dem Besten zuerst an.
Zum einen wird die Wischplatte des Roboters hier mit 80 Grad heißem Wasser gewaschen, um so die hartnäckigsten Fette und Kaffeereste hier aufzulösen. Das Ganze erfolgt aber total dynamisch, denn die Station erkennt, wie verdreckt hier die Wischplatte ist und wird hier mit 80 Grad heißem Wasser oder weniger heißem Wasser die Wischplatte reinigen. Und wo wir hier bei der Erkennung sind, wenn die Station erkennt, dass die Wischplatte nach einem Reinigungsdurchgang nicht sauber genug ist, dann wird ein zweiter Reinigungsdurchgang hier eingeleitet. Nach der Wäsche wird hier die Wischplatte mit 60 Grad warmer Luft getrocknet. Das beugt dann unangenehmen Gerüchen vor und der Bildung von Schimmel. Wenn der Saros 10 während seines Reinigungsdurchgangs hier zur Station kommt, um zum Beispiel sich mit Wasser aufzufüllen oder auch die Wischplatte zwischendurch zu reinigen, dann wird hier nicht kaltes Wasser in den Wassertank eingelassen, sondern warmes Wasser. Das Allerbeste kommt aber meiner Meinung nach noch, denn wenn der Roboter hier fertig ist und alles abgeschlossen wurde, dann reinigt sich die Station selbst mit 80 Grad heißem Wasser, damit ihr das nicht machen müsst. Je nachdem, wie oft der Roboter bei euch unterwegs ist, müsst ihr einmal im Monat oder einmal im Quartal durch die Station durchwischen, hier die Filtereinheit rausnehmen, kurz unter Wasser halten und das ein wenig ausspülen. Und dann war es auch schon hier mit der Wartung, also total stressfrei. Die Station hat auch eine Schnellladefunktion für den Roboter. Wenn der Akku mal komplett leer sein sollte, dann wird der Akku innerhalb von 2,5 Stunden wieder vollgeladen. Aber ihr müsst das nicht in der Nacht laden. Ihr könntet das zum Beispiel auch mittags machen, wo ihr zum Beispiel ein Balkonkraftwerk habt oder eine PV-Anlage. Und auch das könnt ihr einstellen, dass er nur zu bestimmten Uhrzeiten sich vollladen soll. Wenn ihr die Reinigungsmodus nur Saugen oder Teppiche zuerst nutzt, dann lässt der Roboter seine Wischplatte hier drin liegen. Das ist optimal, gerade für Hochflorteppiche oder wenn der Roboter einfach schneller unterwegs sein soll, um hier das Gewicht der Wischplatte nicht die ganze Zeit mitzutransportieren. Schauen wir uns mal die Station von der Rückseite aus an. Auf der Rückseite haben wir hier den Netzsteckeranschluss und wir haben hier so einen Kabelkanal. Weil es sich hier um die Station mit Festwasseranschluss handelt, haben wir hier einmal den Anschluss für Frischwasser und auf der gegenüberliegenden Seite den Anschluss für Dreckwasser. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like dalasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Lasst uns nun die Zeit nehmen und uns mit dem Robot Saros 10 im Detail beschäftigen. Wir haben hier auf der Oberfläche 3 Knöpfe, womit wir es auch bedienen könnten. Das sind aber keine normalen Knöpfe, sondern Touchknöpfe. Wir haben direkt nebendran 2 Sensoren. Das ist hier einmal ein Laser, der nach oben schießt und somit die Höhe misst. Und wir haben hier vorne so eine Lippe. Wenn diese zum Beispiel von einem Möbelstück so angefahren wird, dann weiß dieser hier, oh, jetzt wird es eng, ich sollte aufpassen. Außerdem arbeiten diese beiden Sensoren zusammen, um hier den LiDAR-Turm einfahren zu lassen. Dann haben wir hier weitere Sensoren. Wir haben hier zum einen eine RGB-Kamera. Über diese Kamera könnt ihr nicht nur nach euren Haustieren suchen, sondern auch bei euch zu Hause rumfahren und nach den Rechten schauen. Die Kamera ist hier überwiegend für die Hinderniserkennung zuständig. Auch neue Hindernisse werden hier reaktionsschnell erkannt. Wir werden im Laufe des Videos die Hinderniserkennung einem speziellen Test unterziehen. Spannend ist, dass wir links davon noch einen Sensor haben und das ist der Vertibeam. Dieser Sensor ist dafür da, vertikale Objekte zu erkennen, zum Beispiel Wände, Stühlbeine, aber auch Kabel, um so dann eine bessere Navigation zu ermöglichen. Wenn wir das jetzt noch weiter drehen, dann haben wir hier hinten so einen Schacht. Wenn dieser LiDAR-Turm nach unten fährt, dann ist der nicht verschwunden, sondern dann kann der immer noch 100 Grad wahrnehmen und so weiterarbeiten und eine präzise Navigation ermöglichen. Wir können hier nun einmal den Deckel abnehmen. Danach finden wir hier einmal einen Reset-Knopf. Wenn ihr den lange genug gedrückt haltet, dann könnt ihr das Teil zurücksetzen auf den Werkszustand. Nebendran haben wir einen QR-Code, womit wir es dann mit der Roborock-App verbinden können, um es dann darüber zu steuern. Dazu kommen wir gleich. Nebendran haben wir auch hier einmal den Staubbehälter. Der ist jetzt nicht besonders groß, aber das ist nun wirklich nicht schlimm, weil der wird permanent in die Station entleert. Dann können wir das Ganze hier einmal öffnen. Könnt dann auch hier den Filter entnehmen, ersetzen, aber auch mal mit dem Staubsauger durchsaugen. Die App lässt euch wissen, wann hier dieser Filter zu ersetzen ist. Machen wir den Deckel einmal wieder drauf und dann würde ich sagen, drehen wir das Ganze einmal um. Beginnen wir die Tour auf der Unterseite hier mit dieser Platte.
Diese hat zwei neue Eigenschaften im Vergleich zu den älteren Modellen. Zum einen ist sie 26% größer, außerdem ist das Material so hergestellt worden, dass es nun mehr Flüssigkeiten aufnehmen kann. Die Platte kann im Zusammenspiel mit den Rädern unterschiedliche Höhen einnehmen. Das ist übrigens das Adapt-Lift. Je nachdem, ob ihr auf einem normalen Untergrund seid, auf einem niedrigen Teppich oder auf einem Hochfloorteppich, fahren hier die Räder unterschiedliche Höhen ein. Das Ganze könnt ihr in der App natürlich einstellen und bestimmen, wie ihr das gerne haben möchtet. Wo wir es hier von den Rädern haben, der Saros 10 kann hier Schwellen von 3 cm erklimmen und wenn es Doppelschwellen sind, dann sogar 4 cm. Das Zusammenspiel endet aber hier nicht. Dadurch, dass dieses Rad hier auch hochgefahren werden kann, kann hier das Hinterteil runtergefahren werden. Das bedeutet, der Roboter nimmt eine Keilform an und kann dann besonders hartnäckige Flecken so mit Druck versuchen zu entfernen. Wo wir hier beim Wischen sind, um auch hier die Kanten zu erwischen, gibt es auch hier diese Seitenbürste. Und eine Neuerung zum alten Modell ist hier, dass diese Seitenbürste auch hoch und runter gefahren werden kann. Bei den früheren Modellen war diese Seitenbürste permanent unten und wurde sehr schnell abgenutzt und dreckig. Jetzt wird diese Seitenbürste nur runtergefahren, wenn der Roboter sich wirklich auch einer Kante entlang bewegt. Und bewegen wir uns nun von der Seitenbürste rüber zur Hauptbürste. Hier haben wir eine sehr geniale Konstruktion, die wir schon vom Roborock Curevo Curve kennen und wir persönlich im Haushalt zu lieben gelernt haben, und zwar die Duo-Divide-Bürste. Diese Bürste hat eine Besonderheit, dass aufgrund dieser geschwungenen Form und diesem Spalt in der Mitte Haare hier aufgenommen werden von beiden Seiten und dann so zur Mitte transportiert werden, sodass sie dann in den Schacht reinfallen und hier dann im Staubbehälter landen, wo sie auch hingehören. Wenn wir es hier vom Staub und Saugen haben, das Teil ist derzeit der saugstärkste Roboter auf dem Markt mit 22 Kilopascal. Wir haben hier die Seitenbürste und diese hat eine ganz interessante Art. Zum einen ist sie geschwungen und diese geschwungene Art und Konstruktion ermöglicht es, dass auch Haare sich hier nicht umwickeln können, um sich dann hier festzuwickeln. Und zum anderen kann die Seitenbürste hier rausfahren, um auch den Dreck und den Schmutz aus den Ecken hier rauszukehren und einzusaugen. Vor der ersten Betriebnahme gilt es ein paar Punkte zu beachten. Achtet darauf, dass hier beim Festwasseranschluss alle Leitungen richtig montiert wurden und installiert wurden, sodass ihr später keinen Wasserschaden habt. Achtet darauf, dass hier auch ein Staubbehälter eingesetzt wurde und dann könnt ihr auch noch hier die Reinigungsmitteldosieranlage einmal füllen. Dann setzen wir das wieder ein und schließen den Deckel. Jetzt kann es losgehen. Um den Saros 10 mit der Roborock-App zu verbinden, braucht ihr zwei Sachen. Zum einen müsst ihr den Roboter einmal einschalten und außerdem noch die Roborock-App euch herunterladen und ein Konto erstellen. In der Roborock-App drückt ihr oben rechts auf das Plus und scannt hier einmal den QR-Code ein, den ihr unter der Abdeckung findet. Danach führt ihr die Anweisungen auf dem Bildschirm durch, um den Roborock mit eurem heimischen WLAN zu verbinden und es dann von überall aus zu steuern. Danach bekommt ihr einmal das Schnellstartmenü. Dort könnt ihr Hinweise sehen, was ihr beachten müsst, wenn der Roboter bei euch zu Hause die Reinigung durchführt. Gebt dann ein, ob ihr Haustiere habt oder Teppiche habt oder mehrgeschossige Häuser und drückt dann auf Weiter. Auch den Nicht-Stören-Modus könnt ihr hier aktivieren oder auch wieder deaktivieren. Auch könnt ihr festlegen, ob die Karte gespeichert werden soll oder nicht. Anschließend bekommt ihr ganz zentral den Knopf Schnelle Zuordnung. Wenn ihr diesen drückt, beginnt der Roboter mit der Kategorisierung von eurem Zuhause und könnt dann weitere Einstellungen hier vornehmen. Solltet ihr Probleme mit eurem Robo haben, kommt zum Forum community-smarthome.com. Dort bin nicht nur ich, sondern auch viele weitere Creator. In der Kategorie Smart Home Geräte und dann bei Mäh- und Saugroboter könnt ihr hier einen neuen Beitrag erstellen. Und dann versuchen wir euch als Community zu helfen. Wir freuen uns auf euch. Nach der ersten Kartierung bekommt ihr einen Entwurf von eurem Zuhause und könnt diesen selbstverständlich bearbeiten. Dazu geht ihr oben rechts hier zum Kartenstiftsymbol. Wo ihr auf jeden Fall einen Blick reinwerfen solltet, ist hier bei Raum bearbeiten. Hier könnt ihr zum Beispiel Räume zusammenführen. Außerdem könnt ihr größere Bereiche teilen. Natürlich könnt ihr auch die jeweiligen Namen des Raumes verändern, könnt ihr Standardnamen benutzen oder auch einfach selbst einen Namen eintragen. Es gibt auch die Möglichkeit, Räume zu entfernen, aber diese werden nicht wirklich entfernt. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon einen Raum entfernt. Dieser wird einfach nur ausgeblendet. Das ist ein Punkt, wo Roborock hier die App noch weiterentwickeln muss. Sehr wichtig ist der Punkt Fläche bearbeiten, denn hier könnt ihr die Bodentypen und Teppiche und Schwellen festlegen. Gerade Bodentyp ist sehr spannend. Wenn ihr nicht Fliese habt, sondern Laminat oder Parkett, dann könnt ihr hier die Verlegerichtung festlegen, damit der Roboter diese berücksichtigen kann.
Der Roboter erkennt eigenständig Teppiche, aber wenn er einen Teppich bei euch zum Beispiel nicht erkannt hat, dann könnt ihr auch manuell hier Teppiche hinzufügen. Auch Schwellen werden vom Roboter eigenständig erkannt und in der Karte angelegt, aber sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr auch hier selber Schwellen anlegen und diese dann dementsprechend in der Karte speichern. Ihr könnt hier Sperrzonen einrichten. Wenn der Roboter irgendwo nicht durchfahren soll, könnt ihr Wände platzieren und diese so ziehen, wie ihr das gerne haben möchtet. Natürlich könnt ihr auch komplette Sperrzonen einrichten, wenn der Roboter dort gar nicht hinfahren soll. Der Roboter erkennt eigenständig Möbel in eurem Zuhause und wie ihr sehen könnt, hat er bei uns schon einige platziert. Nichtsdestotrotz könnt ihr hier eigenständig auch Möbel platzieren. Beim Punkt Ablauf könnt ihr festlegen, in welcher Reihenfolge der Roboter durch die Räume fahren soll und könnt dann so individuell für euer Zuhause einen Ablauf festlegen. Wenn euch das aber zu viel Arbeit ist, könnt ihr auch hier die smarte Variante auswählen, dann legt der Roboter eigenständig die Reihenfolge fest. Neben der 2D-Ansicht steht euch auch hier die Möglichkeit einer 3D-Ansicht und einer Matrix-Ansicht. Dafür müsst ihr aber erst einmal den Raum eigenständig scannen. Solltet ihr bei euch zu Hause multiple Stockwerke haben, könnt ihr dann hier draufdrücken und dann auf Karte verwalten abspringen. Wenn ihr nicht schon eingangs mehrere Ebenen ausgewählt habt, dann könnt ihr das hier noch einmal festlegen. Danach bringt ihr den Roboter zu der Ebene, wo er reinigen soll. Anschließend drückt ihr hier auf das Plus und könnt dann hier mit der schnellen Zuordnung bzw. Kartierung dieser Ebene beginnen. Sobald das abgeschlossen ist, habt ihr dann auch diese Karte hier zur Verfügung und könnt dann hier zwischen den Karten jederzeit hin und her springen. Und auch die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die ich euch eben gezeigt habe, könnt ihr natürlich auch auf multiple Ebenen anwenden. Wo wir es hier von multiplen Etagen haben, können wir auch hier direkt die Treppenerkennung des Roborock Saros 10 testen. Und wie ihr sehen könnt, klappt das hier wunderbar. Ohne dass ich eine Sperrzone oder ähnliches eingerichtet habe, erkennt der Roboter ganz automatisch Treppen, ohne herunterzufallen. Kommen wir nun zum Herzstück eines jeden Saugroboters, dem Reinigungsprogramm. Ihr habt grundsätzlich die Möglichkeit, alle Räume auf einmal zu reinigen oder auch eine individuelle Raumreinigung zu machen, zum Beispiel hier das Esszimmer, und könnt dann festlegen, ob es nur gewischt oder nur gesaugt oder beides zusammen, und könnt dann hier nochmal die Parameter festlegen. Ihr könnt natürlich auch eine Zonenreinigung machen und könnt natürlich auch multiple Zonen hier festlegen. 5 sind hier maximal möglich und jede Zone könnt ihr auch nochmal eigenständig individualisieren. Ihr könnt das Ganze zum Beispiel mit SmartPlan gestalten lassen. Das ist das KI-Programm hier vom Roborock Saros 10R. Anhand seiner Sensorik, seiner Algorithmen und seiner künstlichen Intelligenz legt er selber fest, welcher Raum, welcher Bereich wie zu reinigen ist. Wenn ihr das aber zum Beispiel nicht möchtet, könnt ihr natürlich auch euer eigenes Reinigungsprogramm hier konfigurieren. Dazu geht ihr auf Programm, könnt dann hier vorgefertigte Programme nutzen. Zum Beispiel saugen, dann wischen. Ihr könnt aber auch eigenständig hier Programme festlegen. Dann könnt ihr hier zum Beispiel mit einer Zonenreinigung starten, könnt dann hier festlegen, dass diese Zone als erstes gereinigt werden soll, könnt hier die Parameter festlegen. Danach könnt ihr übergehen zu einer Zimmerreinigung und könnt dann anschließend noch eine Vollreinigung machen. Und so habt ihr dann euer eigenes Reinigungsprogramm hier festgelegt. Gebt dem Ganzen dann noch einen Namen und schon steht euch das dann jederzeit zur Verfügung. Es ist nun Zeit für den Hindernistest. Ziel dieses Tests ist, dass der Roboter so wenige Gegenstände wie möglich berührt oder gar verschiebt. Wie wir sehen können, klappt das bei dem dicken und dünnen Kabel sehr gut. Einzig beim Dekostück schiebt der Roboter das ein wenig zur Seite. Beim Spielzeug und beim Schuh wiederum gibt er sich hier keine Blöße und führt das ordnungsgemäß aus. Kirby wird hier auch nochmal ganz leicht gedrückt, damit er sich nicht alleine fühlt. Somit können wir sagen, dass die Hinderniserkennung mit dem Saros 10 gut funktioniert. Kommen wir nun zu einem extremen Haartest. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir von einem Friseurstudio ganz viele Haare besorgt. Das ist also kein realitätsnaher alltäglicher Test, denn so viele Haare verliert niemand pro Tag an einem Stück. Deshalb war ich umso neugieriger, um zu wissen, wie hier die Duo Divide Bürste damit klarkommt. Und wie wir sehen können, hat selbst dieser Extremtest die Duo Divide Bürste nicht ins Schwitzen gebracht. Einzig die Rolle in der Mitte hat sich ein paar Haare gegönnt, aber das habe ich erwartet. Hervorragend ist auch die Leistung der Seitenbürste, welche auch gar keine Haare eingewickelt hat und somit haarfrei geblieben ist. Weiter geht's im Testprogramm nun mit dem Wischtest. Ich habe für euch Senf, Mayo, Ketchup und frischen Kaffee auf den Boden geworfen. Damit möchte ich testen, ob und wie der Roboter schliert und vor allem, wie der Roboter hier mit der Aufnahme von Flüssigkeiten klarkommt. Natürlich nutze ich dafür nur den Wischen-Modus. Wir können sehen, dass der Roboter hier sehr gründlich zur Werke geht und auch keine Schlieren oder ähnliches hinterlassen hat und auch der gesamte Kaffee wurde hier gut von der Wischplatte aufgenommen. Nun gehe ich einmal mit dem Papiertuch drüber, um euch dann das Ergebnis zu zeigen.
Am Papiertuch sehen wir nur einen ganz leicht rot-gelben Schleier vom Ketchup und Senf. Jetzt, wo wir die Wischplatte ordentlich eingesaugt haben, möchte ich die 80 Grad Heißwäsche mit der Reinigungsmitteldosieranlage testen. Und so sieht das Ergebnis aus. Die Wischplatte ist so gut wie sauber, einzig an den Rändern ist noch ganz leicht was übrig geblieben, aber das, finde ich, ist ein sehr gutes Ergebnis dafür, dass es richtig eingesaugt war. Für den Saugtest habe ich euch Cornflakes, Erdnussschalen, Papierschnipsel und Kaffeebohnen hier ausgeworfen. Und das wirklich nicht zu geizig. Denn ich möchte es wirklich wissen, wie der Roboter das Ganze hier aufnimmt und damit klarkommt. Danach habe ich ihn auf Saugen maximal gestellt und ihn hier eine Zonenreinigung ausführen lassen. Dadurch, dass es sehr viele Kleinteile an einem sehr kleinen Fleck ist, kommt es mal vor, dass er das hin und wieder durch die Gegend schleudert. Aber nichtsdestotrotz macht er hier seine Aufgabe sehr, sehr gut. Schaut einfach mal selbst. Und gegen Ende ist hier auch schon fast nichts mehr übrig. Und das bei nur einem Durchgang. Lasst uns nun gemeinsam die Sprachbefehle ausprobieren. Hallo Rocky. Hallo, wie geht's? Küche reinigen. Okay, beginnen wir mit der selektiven Raumreinigung. Hallo Rocky. Hallo, wie geht's? Pausieren. Pausiert. Hallo Rocky. Hallo, wie geht's? Zurück zur Docking Station. Okay, beende die aktuelle Aufgabe und beginne mit dem Andocken. Hier eine Kostprobe für eure Ohren, welche Geräusche die Station vom Robot Saros 10 macht. Staubbehälter wird entleert. Mopwaschen wird gestartet. Was sich hier wie eine Kaffeemaschine anhört, ist das Abpumpen des Dreckwassers. Werfen wir einen Blick über den Stromverbrauch des Roboters. Ich habe euch jetzt für diesen Fall den Modus Weg und Mop genommen, also saugen und dann wischen. Wenn er damit abgeschlossen hat, entleert er hier den Staubsauger mit 662 bis 729 Watt. Danach geht er direkt über in die 80 Grad Mopwäsche, wenn ihr das natürlich so eingestellt habt, mit ca. 1325 Watt. Das macht er mehrere Intervalle lang. Danach geht er über zwischen Batterie aufladen und trocknen des Gerätes, welches hier am höchsten Punkt 220 Watt zieht und an einem tiefen Punkt knapp 40 Watt. Spannend ist aber natürlich hier der Standby-Verbrauch und der liegt hier bei ca. 5,2, 5,7 Watt. Leider war Meta zum Zeitpunkt des Reviews mit dem Robot Saros 10 nicht verfügbar und ich konnte das für euch nicht testen. Der Hersteller verspricht es aber zukünftig per Update nachzuliefern. Wenn ihr aber Home Assistant euer eigen nennt, könnt ihr den Saros 10 bereits jetzt schon ins Home Assistant integrieren und somit in eurem Smart Home dann nutzen. Ihr habt dort hier unterschiedliche Möglichkeiten. Ich scroll hier ganz langsam für euch durch, damit ihr so einen leichten Einblick in die Thematik bekommt und euch vorstellen könnt, was ihr dort alles machen könntet, wenn ihr das in das Home Assistant reinbringt und mit Identitäten und Sensoren dann auch ihre Automatisierung baut. Und wenn ich euch jetzt richtig heiß gemacht habe, Roborock gibt zur Markteinführung des Saros 10 einen Rabatt von 100 €, sowohl für die Variante mit Festwasseranschluss als auch für die Variante ohne Festwasseranschluss. Wichtiger Hinweis, den Saros 10 mit Festwasseranschluss könnt ihr nur bei Mediamarkt bzw. Saturn kaufen. Den normalen Saros 10 mit Wasser- und Abwasserbehälter bekommt ihr sowohl bei Mediamarkt bzw. Saturn als auch im Roborock Shop und weiteren Shops. Die Links zu den Shops und wenn ich einen Rabattcode erhalten sollte, findet ihr natürlich in der Beschreibungsbox. Ja, das war's auch schon. Ihr seid vom Auto gekommen. Kommt zum Fazit vom Roborock Saros 10. Ich weiß. Ihr wartet jetzt sehnsüchtig darauf, dass ich euch sage, ob der Saros 10 die bessere Wahl ist oder der Saros 10R. Und die Antwort war noch nie so einfach zu geben wie jetzt. Man kann sogar sagen, Roborock hat uns einen riesen Gefallen getan, hier die Antwort zu finden. Und die Antwort ist, Achtung, mögt ihr Coca-Cola oder mögt ihr Pepsi-Cola? Mögt ihr Burger King oder mögt ihr McDonald's? Und was meine ich damit? Was rede ich hier für einen Stuss, denkt ihr euch sicher? Ich möchte euch eins sagen. Beide Modelle sind so nah beieinander. Beide Modelle leisten sich so gut wie gar keine Fauxpas. Und die Saug- und Wischleistung ist auf einem sehr hohen Level bei beiden Modellen. Das bedeutet, ihr müsst euch eigentlich nur entscheiden, möchtet ihr eine Wischplatte haben, die vibriert, oder möchtet ihr zwei rotierende Wischmops haben, die durch die Wohnung wischen. So einfach ist das.
Alles andere ist in der App gleich. Der ist genauso flach wie der andere, wenn er seinen Turm einfährt. Klar, hier und dort sind marginale Stärken bei dem oder marginale Stärken bei dem anderen, aber das ist auf diesem Level wirklich vernachlässigbar. Es kommt nur darauf an, was ihr haben möchtet. Wischplatte oder 2 rotierende Wischmops. That's it. Ihr könntet auch genauso gut einfach eine Münze werfen. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, den Roborock Saros 10 besser kennenzulernen und hier mit anderen Robotern auf dem Markt zu vergleichen. Wenn ja, über ein Like würde ich mich riesig freuen. Es war nämlich sehr viel Arbeit, hier dieses Review für euch zu produzieren. Und wenn jemand anderes unbedingt auch den Saros 10 hier mit Festwasseranschluss kennenlernen sollte, dann nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Ich sage schon mal Dankeschön und ich denke, die bedanken sich auch, dass ihr dieses Video denen weitergeleitet habt. Wenn ihr Fragen habt und euch mit mir austauschen möchtet, packt es unten in die Kommentare und wenn ihr Probleme mit eurem Roboter habt, kommt zu uns ins Forum community-smarthome.com oder smarthome-community.com. Also ihr könnt es eigentlich nicht falsch schreiben. Wir freuen uns auf euch. Somit wären wir durch. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.